Ich habe heute die Ehre, Ihnen die Radiologie vom Universitätskrankenhaus Tulln vorzustellen. Ich hoffe, dass Sie auch hier nötiges Interesse entgegenbringen und werde Ihnen einen kurzen Überblick über die Abteilung geben. Die Abteilung ist im Vergleich zu den anderen Abteilungen nicht unbedingt die größte, aber wir haben dafür sehr viel zu bieten. Das fängt mal damit an, dass wir über alle Modalitäten verfügen, die heutzutage üblich sind in der Radiologie, angefangen von der CT-Computertomographie-Untersuchung, die halt bei Akutfällen eingesetzt wird, über die MRT, die auch bei uns bei Akutfällen rund um die Uhr 7 Tage die Woche zum Einsatz kommt, hier speziell eben bei neurologischen Notfällen, insbesondere beim ischämischen Schlaganfall. Darüber werden wir auch später noch etwas hören. Neben diesen Schnittbilduntersuchungsmethoden gibt es natürlich die konventionelle Radiologie, die Sie wahrscheinlich selbst, hoffentlich jetzt nicht als Patientin oder als Patient, aber doch kennengelernt haben. Zum Beispiel, wenn Sie sich einen Arm brechen oder etwas, dann brauchen Sie eine konventionelle Röntgenaufnahme. Oder Sie brauchen eine Lungenaufnahme, weil Sie einfach eine Lungenentzündung haben. Das haben Sie ja sehr gehört in der letzten Zeit, vor allem mit Corona. Hier sind solche Aufnahmen, obwohl vielleicht schon von der Methodik etwas alt, immer noch sehr wichtig. Alt sind jedoch nicht die Geräte, die wir verwenden. Das ist heute das Röntgen voll digitalisiert, also einen Röntgenfilm an sich gibt es überhaupt nicht mehr. Alles wird digital aufgenommen, in Datenbanken gespeichert und liegt auch so nicht nur vor Ort, sondern auch über das Netzwerk zur Verfügung. Eines unserer Highlights, wenn man so sagen kann, oder unserer Spezialitäten eigentlich, ist auch die Angiografie, in der wir hier gerade stehen. Wir haben hier eine biplane Angiografie, das heißt, wir können simultan in 2 Ebenen Patienten darstellen. Wofür brauchen wir das? Das brauchen wir zum Beispiel, wenn wir im Gehirn Eingriffe machen. Oder wenn wir im Gehirn auch nur eine Diagnostik machen wollen, wo es darauf ankommt zu sehen, in 2 Ebenen oder dreidimensional, wie sich Gehirngefäße füllen. Hier gibt es verschiedene Erkrankungen, die dafür notwendig sind. Aber nicht nur in der Neuroschiene, also beim Gehirn, auch beim Rückenmark machen wir Angiografien und zusätzlich werden auch Eingriffe, rekanalisierende Eingriffe im Becken-Bein-Bereich gemacht. Was heißt das wiederum? Das heißt, wenn Sie einen Verschluss in der Beinarterie haben, dann können Sie meistens nicht mehr weit gehen, weil Ihre Muskeln natürlich zu wenig Sauerstoff, zu wenig Nahrung bekommen und das können wir eigentlich wiederherstellen. Wie Sie schon aus der letzten Ausführung gehört haben, ist die Radiologie nicht eine reine Bildgebungsmodalitäten-Sammlung, sondern wir sind auch ein interventionelles Fach. Das heißt, ähnlich wie die Chirurgie machen wir quasi über die Gefäße mikrochirurgische Eingriffe zur Revaskularisation von verschiedenen Organsystemen. In Tulln eben schwerpunktmäßig die Becken-Bein-Etage und natürlich viel wichtiger das Gehirn. Im Weiteren darf ich Ihnen jetzt die Abteilung und vor allem das eigentliche Rückgrat meiner Abteilung vorstellen und das sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich dafür sorgen, dass die Patienten im Krankenhaus auch radiologisch versorgt werden können. Hallo, mein Name ist Dr. Elisabeth Stift. Ich bin hier auf der Radiologie die erste Oberärztin oder Chefvertretung oder gibt mehrere Bezeichnungen dafür. Wir sind eine sehr familiäre Abteilung. Wir als Radiologen arbeiten da eigentlich sehr breit in der normalen Tagesroutine. Jeder hat dann sein Spezialfach. Ich bin zuständig für die kardiale Bildgebung, also das ist Herz-MRT und Computertomographie von den Koronararterien, wo man sehr genau bestimmen kann, hat jemand nach einem Herzinfarkt eine Narbe oder hat er nach einer Infektionskrankheit eine Herzmuskelentzündung, sind die Koronaren verkalkt und man braucht einen Stent. Ist ein sehr spannendes Gebiet und ich mache das sehr lang und sehr gerne. Mein zusätzliches Aufgabegebiet ist, wenn das jemand interessiert und das gerne macht, die ganzen Dienstpläne und Personaleinteilung ist nicht immer einfach, aber ist halt auch ein bisschen bürokratischer Aufwand, der auch zum Arztdasein dazugehört. Also um 8 Uhr morgens treffen wir uns hier auf der Abteilung und dann haben wir eine Morgenbesprechung, wo wir den Facharzt, der in der Nacht da war, mit dem alle Fälle besprechen, die nicht klar waren, oder es gibt ja auch manchmal sehr spannende Fälle, wo wir was lernen dann draus, dass wir das sehen. Und dann wird der ganze Tagesablauf besprochen, wer für welche Maschine zuständig ist. Der eine kümmert sich um den Ultraschall, der andere kümmert sich um die Großgeräte und ist dann auch Ansprechpartner den ganzen Tag für die RT-Mannschaft und für die zuständigen Ärzte auf der Abteilung. Auf der internen habe ich da auch meine Ansprechpartnerin. Das funktioniert super. Wir bestellen uns die Patienten, wir besprechen die Befunde und machen hier eigentlich eine interdisziplinäre Arbeit, die meines Erachtens sehr gut funktioniert. Das Spannendste an unserem Job, finde ich, ist, dass man wirklich vom kleinen Baby bis zum 100-jährigen
egal ob männlich, weiblich, egal welches Fach, alles können muss oder sollte und ein extrem breites Spektrum an Patienten und auch an Erkrankungen hat. Also man muss sich sehr viel fit halten, sehr viel nachlesen, sich immer up-to-date halten. Alles, was es gibt in der Medizin, muss einmal durch die Radiologie, damit die Kollegen weiter behandeln können. Mein Name ist Heinz Preis. Ich bin seit 25 Jahren im Universitätsklinikum Tulln als leitender Radiologietechnologe beschäftigt. Was sind die Radiologietechnologen? Eine wichtige Frage. Wir sind Bestandteil der großen Gruppe der medizinisch-therapeutischen, diagnostischen Gesundheitsberufe und eigenverantwortlich dafür zuständig, dass das gesamte Spektrum der radiologischen Untersuchungen durchgeführt wird, sodass der zuweisende Facharzt durch den entsprechenden Befund des Radiologen seine Frage beantwortet bekommt, an welchen Leiden der Patient gerade leidet. Was für Untersuchungen machen wir? Konventionelle Radiologie, ob jetzt Lungenröntgen, Skelettdiagnostik, also der klassische Unfallpatient unter anderem, über die Schnittbilddiagnostik, Computertomographie, Magnetresonanz, mit sehr komplexen Untersuchungen, wie es die Herzdiagnostik unter anderem nach sich zieht, bis hin zur interventionellen Radiologie als Schwerpunkt die Thrombektomie, also die Schlaganfalltherapie, wo wir als Radiologietechnologen einerseits die sterile Assistenz für den Interventionalisten durchführen, andererseits natürlich auch mit den Großgeräten die Untersuchungen durchführen und dafür verantwortlich zeichnen, dass ein optimales Untersuchungsergebnis stattfindet. Denn nur durch die Zusammenarbeit mit allen anderen Disziplinen kann auch für den Patienten die perfekte Untersuchung durchgeführt werden. Also ich bin dafür verantwortlich einerseits, dass wir das 25-köpfige Team, das wir hier in Tulln haben, rund um die Uhr für die Patienten da sind, dass die Fortbildungen dementsprechend organisiert werden, dass genügend Mitarbeiter im Dienst sind, um die Patienten zu versorgen. Wir beginnen um 7 in der Früh mit einer kurzen Besprechung, mit Diensteinteilung, welche Patienten primär zu untersuchen sind, um dann aufzuteilen, wer für welchen Bereich hauptverantwortlich ist. Ohne Teamwork funktioniert gar nichts. Die Radiologie ist eine Disziplin, die gemeinsam mit den Radiologen und den Radiologietechnologen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Zuweiser, damit wir entsprechend der Klinik des Patienten arbeiten können und damit die bestmögliche Beantwortung der Fragestellungen haben. Die besondere Herausforderung ist, dass es doch ein hochkomplexer Bereich ist, wo wir neben den Patientenuntersuchungen auch die Verantwortung für den Strahlenschutz haben, weil das zu unserer Berufsausbildung gehört. Meine Mitarbeiter hier im Haus grundsätzlich jede Untersuchung auch durchführen können, also auch zu den sehr komplexen Themen mit der Rund-um-die-Uhr-Versorgung, mit Magnetresonanztomographie-Untersuchungen, genau im Hinblick auf die Schlaganfalldiagnostik, aber doch einige Spezialisten für die ganz komplexen Themenbereiche wie Herzdiagnostik, Schlaganfalltherapie dementsprechend tätig sind. Aber uns zeichnet aus, dass wir rund um die Uhr unter anderem Magnetresonanztomographie-Untersuchungen für den akuten Schlaganfallpatienten anbieten können. Sie haben nun in den letzten Minuten gesehen, wie eine Radiologie funktioniert, einen kurzen Überblick bekommen. Ich hoffe, Sie haben das gefunden, wofür Sie sich auch interessieren, oder ich habe Ihr Interesse wecken können. Sie sehen schon, dass das ein sehr technisches Fach ist. Auf der anderen Seite soll das auch niemanden abschrecken. Sie müssen hier nicht die gesamte Physik verstehen dahinter, sondern auch die Medizin, und der Patient spielt noch eine ganz wesentliche Rolle. Einer unserer Schwerpunkte, ich habe das ja eingangs schon erwähnt, ist natürlich die Versorgung von Schlaganfallpatienten, wo wir in St. Pölten eine der größten, wenn nicht die größte Thrombektomie-Klinik in Niederösterreich sind, wo wir auch an gewissen Tagen in der Woche rund um die Uhr Thrombektomien durchführen. Was ist denn eine Thrombektomie? Wenn Sie einen schweren Schlaganfall haben, großer Verschluss der Gefäße und es droht, Ihr Gehirn abzusterben. Das bedeutet für viele Patienten das Ende eines normalen Lebens, also wie sie es gewohnt sind. Dazu gehören so Sachen wie, Sie können aufs WC gehen oder noch im Bett liegen und wieder aufstehen. Durch die Thrombektomie können Sie so ein Gerinnsel entfernen und ersparen zumindest, das zeigen die Studien, jeden zweiten Patienten so ein schreckliches Schicksal. Wir arbeiten natürlich laufend daran, dass wir es jedem Patienten ersparen können, und es gibt auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Aber da sind wahrscheinlich auch gerade Sie gefordert, als neue Generation auch dazu beizutragen und mit viel Fleiß und Eifer auch im Studium unser Team zu verstärken, wozu ich Sie herzlich einlade. Dankeschön.